Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute wollen wir bei dem VW T5 die Handbremsseile austauschen, beziehungsweise ein Seil habe ich schon ausgetauscht. Der ist auch gängig, aber bei diesem T5 sind die Bremsen hinten, die haben wir ja neu gemacht, vor circa einem halben Jahr. Und dank des anderen Seils sind die wieder kaputt. Warum? Weil im Winter eingefroren, weil diese kleine hübsche Manschette hier kaputt gegangen ist, Wasser reingelaufen, das Ganze ist eingefroren. Ja, und was machst du, wenn es eingefroren ist? Weiterfahren. Und wir werden uns einmal die Klötze angucken, wir werden uns die Scheibe angucken, werden das auch austauschen, aber jetzt nicht hier in dem Video, weil Tutorial für Bremsenwechsel haben wir schon gemacht. Wir wollen einfach die Bremsseile austauschen und uns das Ganze mal angucken, wie das Ganze da aussieht. Bei einem VW T5, Baujahr 2006, 96 kW, Diesel, 2,5, ja, Dieselmotor und ja, einmal die Handbremsseile austauschen, gegebenenfalls einstellen. Ich denke mal, einstellen machen wir ein separates Video, Handbremse einstellen und ja, Bremsen hinten verbrannt, beziehungsweise ja, sehr stark überhitzt. Und weil das Handbremsseil fest saß und ja, deswegen wollen wir das Ganze einmal austauschen. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Gar nichts, außer Scheiße. Ja, ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50 € Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Hier haben wir dann einmal den Bremssattel, Handbremsseil und hier können wir das ganze Elend schon sehen. Ja, gestern war hier noch Wasser drin. Hier kommt halt Wasser rein, sammelt sich hier drin und ist dann sehr, sehr gerne fest, wenn es natürlich kalt wird. Und das Ganze möchten wir jetzt einmal austauschen. Und wie man das Ganze austauscht, mit 2 Schraubenzieher. Kugel einmal entrasten. So, hier geht es weiter.
hier sind 2 Klammern. Sollten wir das Ganze einmal weit genug nach unten bekommen. So, hier könnt ihr dann einmal sehen, wenn er fokussiert. Da solche 2 Klammern, die man zusammendrückt. Ja, dann haben wir das Seil raus. Es ist auch etwas schwergängig. Ja, weil da das ganze Wasser rauskommt. Ja, also natürlich Wasser drin, dann rostet das Ganze. Und dann haben wir den Salat. So. In den Hebel wieder rein. So. Hier wieder rein. Und hier. Ist hier noch nicht gerade drin. Irgendwo ist zu viel. So, und eigentlich sollten hier noch solche Klammern sein, die hier aber nicht vorhanden sind. Ich muss nachher mal im Originalteile-Katalog mal gucken, ob hier solche Klammern sind. Deswegen kann es sein, dass ihr hier solche Bügel habt, die hier noch so drauf kommen. Aber in dem Fall sind die nicht vorhanden gewesen. So, achtet darauf, dass der hier richtig gut dran sitzt. Kugel natürlich richtig gut rein. Und was man noch machen kann, ist hier richtig schön Fett rein, Öl rein. Auch von der anderen Seite, bevor ihr das Seil einbaut, damit da Öl drin ist. Könnt ihr auch natürlich trocken machen, wie ihr wollt. Aber wichtig ist darauf zu achten, dass diese Manschette heile ist und heile bleibt. Sonst kommt wieder Wasser rein. Und dann hat man den Salat. So kann das Ganze aussehen. Wichtig, wichtig, wichtig ist darauf zu achten, dass dieser Hebel hier komplett bis nach ganz oben ist. Weil wenn jetzt irgendeiner, ihr habt das Auto gekauft oder wie auch immer, irgendeiner hat die Handbremse eingestellt und hat den Hebel hier oder das Seil ist so kurz, dass er den Hebel hier runterzieht. Das darf nicht sein. Also im losen Zustand, wenn die Handbremse lose ist, muss dieser Hebel komplett ganz oben sein. Oder ihr habt das zum Beispiel mit einem Schraubenzieher runtergedrückt und er bleibt in dieser Position, dann stimmt irgendwas mit eurem Sattel nicht. Deswegen achtet darauf, dass dieser Hebel komplett oben ist. So wie hier. So wie hier das Ganze ist. So, jetzt kann man es aber sehen. Da der Hebel, der Anschlag und der Hebel. Fokussiert immer meinen Arm, wenn ich da hingehe. Da. Dass der komplett dann oben anschlägt. Auch wenn ihr die Handbremse jetzt anzieht und loslässt, dass der Hebel immer komplett hochgeht.
Ja Leute, und so in etwa kann das Ganze aussehen. Ja, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung und oh, das tropft hier alles raus. Ja, Handbremse Einstellvideo machen wir noch ein separates. Aber eigentlich solltet ihr die Handbremse nicht einstellen müssen, aber meistens wird die Seile gewechselt, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Deswegen vorsichtshalber das Ganze nochmal abchecken. Und wichtig ist es, die die Videos verfolgen, wissen, die Handbremse 3 Knacken anziehen, dann sollte die Bremse hinten fest sein. Und wenn ihr die Handbremse löst, dann sollte sich der Reifen natürlich frei drehen. So ist die Faustregel, wie man das Ganze machen kann. Und wo die Einstellschraube ist, befindet sich direkt an der Handbremse im Innenraum, in dem Fall, nicht von unten. Und wie man das Ganze einstellen kann, machen wir ein separates Video zu. Deswegen würde ich mich an der Stelle auch verabschieden, wie man so ein Handbremsseil wechselt bei dem VW T5 Transporter. Und ist übrigens ein Allrad, wer das jetzt nicht erkannt hat. Deswegen, ich glaube, der ist kein großer Unterschied zu dem Normal-Frontantriebler. Da habt ihr es sogar noch einfacher, weil die Kardanwelle da nicht durch die Mitte geht. Und ja, an der Stelle würde ich mich dann auch gerne verabschieden. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!